Hallo und schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir uns heute diesem Thema widmen, das viele von uns berührt, vielleicht weil wir es in der Familie erleben, vielleicht weil wir uns fragen, wie wir selbst einmal älter werden möchten. Bevor wir starten, danke ich dir jetzt schon für dein Like, fürs Teilen, fürs Abonnieren und auch für deinen Kommentar. Denn so können wir gemeinsam wachsen und diesen Weg miteinander gehen. Demenz, ein Wort, das oft mit Angst verbunden ist, mit dem Gefühl von Verlust, von Hilflosigkeit. Doch lass uns heute gemeinsam tiefer schauen. Lass uns mit dem Herzen hinschauen und vielleicht auch einen neuen Blick, eine andere Perspektive wagen. Denn Demenz ist natürlich nicht nur ein medizinisches Thema, sondern auch ein zutiefst menschliches und seelisches. Und wenn wir diesen Blick öffnen, dann können wir erkennen, dass es Botschaften gibt, die uns helfen, selbst klar und lebendig zu bleiben. Warum werden Menschen dement? Die meisten würden jetzt sagen, weil das Gehirn abbaut, weil Zellen sterben, weil etwas nicht mehr funktioniert. Genau, das ist die medizinische Erklärung. Aber ist das wirklich alles? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es noch eine viel tiefere Wahrheit dahinter gibt. Eine Wahrheit, die etwas mit der Seele zu tun hat. Mit dem, was wir im Laufe unseres Lebens zulassen oder eben nicht zulassen. Mit dem, was wir ausleben und mit dem, was wir verdrängen. Vielleicht hast du selbst schon einmal einem Menschen mit Demenz in die Augen geschaut. Da ist dieser besondere Blick. So klar, so weit, fast ein bisschen kindlich. Und gleichzeitig unglaublich weise. Da, wo das Denken zurücktritt, da wo die Erinnerung verschwimmt, zeigt sich manchmal etwas, das wir im normalen Stress und Gerinne des Alltags oft gar nicht mehr sehen. Die pure Seele, die reine Essenz, Liebe, und genau das ist etwas, was mich zutiefst berührt. Denn viele Menschen, die im Leben immer funktioniert haben, die immer stark sein mussten, die immer alles richtig machen wollten, die Verantwortung getragen haben für sich, für die Familie, für die Arbeit, genau diese Menschen dürfen plötzlich alles loslassen. Sie dürfen einfach da sein, ohne Leistung, ohne Pflicht, ohne Erwartungen und werden jetzt endlich mal umkümmert. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das nicht nur ein Verlust, sondern auch eine Befreiung. Wie oft leben wir unser Leben im Außen? Wir hetzen von Termin zu Termin, wir versuchen Erwartungen zu erfüllen, wir halten uns selbst für toll und stark, wenn wir uns anpassen und funktionieren. Doch die Seele, sie hat ihre eigene Sprache. Sie möchte gerne spielen, träumen, Neues entdecken, lachen, tanzen, sich zeigen. Wenn diese Sprache keinen Raum bekommt, wenn das Leben nur noch aus Pflicht besteht, dann zieht sich die Seele irgendwann zurück. Sie verweigert das Spiel, und vielleicht ist genau das ein Grund, warum Menschen dement werden. Ich habe viele Menschen gesehen, die in einem bestimmten Alter fast aufblühten, weil sie endlich Dinge taten, die sie sich vorher nie erlaubt hatten. Eine ältere Frau, die nach ihrer Pensionierung zum ersten Mal ein Bild malte und plötzlich ganze Ausstellungen füllte. Ein Mann, der nach 70 Jahren seine erste große Reise machte und in Australien das Meer zum ersten Mal sah. All das sind Beispiele dafür, dass wir unsere Seele viel mehr nähren müssen, als uns bewusst ist. Denn wenn wir es nicht tun, dann verkümmert sie. Und manchmal sucht sie sich dann ihren eigenen Ausweg. Einer von vielen Wegen ist in die Demenz. Natürlich, das heißt nicht, dass wir alle diesen Weg gehen müssen. Es bedeutet nicht, dass Demenz unausweichlich ist. Im Gegenteil. Wir können jeden Tag etwas dafür tun, damit wir unserer Seele mehr Raum geben. Damit sie sich ausdrücken darf. Damit wir im Einklang leben, mit uns selbst und mit dem, was wir wirklich sind. Wie kannst du das tun? Ganz einfach, indem du dir erlaubst, du selbst zu sein. Indem du dir erlaubst, Fehler zu machen. Indem du nicht nur in Sicherheit lebst, sondern dich auch traust, neue Dinge auszuprobieren. Auch indem du es wagst, dich zu zeigen mit all deinen Farben. Indem du nicht dein Leben lang auf die große Erlaubnis von außen wartest, sondern dir selbst erlaubst, lebendig zu sein. Vielleicht fragst du dich, ob das nicht so einfach klingt. Aber schau einmal, Kinder tun genau das. Sie malen, auch wenn sie nicht malen können. Sie tanzen, auch wenn sie keine Tänzer sind. Sie singen, auch wenn es schief klingt. Und was ist das Ergebnis? Lebensfreude. Genau diese Freude dürfen wir uns wiederholen. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir lebendig sind. Demenz könnte man auch als einen besonderen Rückweg verstehen. Ein Rückweg zu etwas Ursprünglichem. Zur Lebendigkeit, zur kindlichen Neugier, zum Staunen, zum Einfachsein. Ich sage nicht, dass Demenz leicht ist, weder für den Menschen selbst, noch für die Angehörigen. Noch durchkommen durch aber ich sage, dass wir vielleicht etwas darin erkennen können, was uns selbst im Leben helfen kann. Nämlich, nicht zu warten, bis wir vergessen, sondern uns jetzt schon zu erlauben, uns zu erinnern. Sterbende Menschen sagen oft, dass sie nicht das bereuen, was sie getan haben, sondern das, was sie nicht getan haben. All die Träume, die sie begraben haben. All die Wege, die sie sich nicht erlaubt haben. Das Lachen, das sie zurückgehalten haben. Die Abenteuer, die sie nie gewagt haben.
Und genau das ist es, was wir heute lernen dürfen. Dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern darum, lebendig zu sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, was kann ich tun, um nicht selbst diesen Weg zu gehen? Die Antwort ist nicht kompliziert. Nein, einfach sogar lautet sie. Erstarre nicht in deiner Angst vor dem Leben. Trau dich, probiere Neues, lerne, auch mal zu scheitern. Gib deinen Seelenanteilen Raum, meditiere, tanze, iss gutes Essen, bewege deinen Körper, aber vor allem, vertraue dem Leben. Vertraue, dass es dich trägt, dass es voller Wunder ist, die nur darauf warten, von dir gesehen zu werden. Ein Leben ohne Bewegung, ohne Freude, ohne Staunen macht uns müde. Aber ein Leben voller Neugier, voller Ausprobieren, voller innerem Staunen hält uns jung, nicht nur im Körper, sondern auch im Geist. Vielleicht erinnerst du dich an einen Moment, in dem du so richtig gelacht hast. Vielleicht mit Freunden, vielleicht über dich selbst. Dieses Lachen war Medizin. Es hat dich erfrischt, dir Energie gegeben, dein Herz weit gemacht. Genau das hält unseren Geist lebendig. Du musst nicht immer stark sein. Du musst nicht immer perfekt sein. Du darfst auch mal müde sein, traurig sein, wütend sein. Alles darf sein, aber vergiss nicht, dass deine Seele Raum braucht. Raum zum Atmen, Raum zum Erblühen, Raum zum Ausdruck. Wenn wir das lernen, dann müssen wir nicht in die Flucht gehen, in das Vergessen. Dann können wir uns schon im Leben erinnern. Und dann wird unser Geist klar bleiben. Nicht, weil wir uns anstrengen, sondern weil wir lebendig sind. Demenz ist für viele ein sehr großes Schreckgespenst. Doch vielleicht ist es auch ein Lehrer. Ein Lehrer, der uns zeigt, wie wichtig es ist, lebendig zu bleiben. Wie wichtig es ist, nicht in der Angst zu erstarren. Wie wichtig es ist, uns selbst zu erlauben, alles zu sein, was wir sind. Also frag dich heute, wo halte ich mich zurück? Wo funktioniere ich mehr, als dass ich lebe? Wo erlaube ich mir nicht, zu träumen? Und dann, bitte, geh raus und probiere es. Mach Fehler, lach über dich selbst, erlebe Neues und gib deiner Seele Raum. Denn nur so bleibt dein Geist klar, nur so bleibt dein Herz offen und nur so gehst du deinen Weg, ohne dass du irgendwann vergisst, wer du bist. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir gemeinsam über dieses Thema nachzudenken. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über dein Like, über dein Teilen, über dein Abo und natürlich über deinen Kommentar. Das ist ein wundervoller Weg, wie wir verbunden bleiben und uns gegenseitig inspirieren können. Dafür danke ich dir von Herzen. Pass gut auf dich auf.